Und damit hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Stream Alan Wake's American Nightmare Episode 4. Wir haben beim letzten Mal herausgefunden, hey, this is a fucking time loop. It's a fucking time loop. Das ganze Ding ist ein gigantischer Time Loop. Ja, yeah. That's what we found out. Und damit, well, geht schon wieder los. Wir haben auch nochmal alles abgesucht, bis auf den Bereich vor dem Stromgedöns. Okay, fair enough. Verschwinden die einfach. So, wir sollten jetzt allerdings, wie gesagt, die Time loopt. Sobald wir unser Ziel erreichen, loopt die Time, aber mit jedem Loop passiert es. It's something different is happening. Und das geschieht scheinbar schon seit 2 Jahren. Und es wird Zeit, Mr. Scratch zu stoppen, beziehungsweise erstmal hier reinzugehen. The fuck happened? Okay. Lass mal nochmal vom Kontrollpunkt neu starten. Bin ich gerade eine Cutscene übersprungen? What? Minute 4:20 könnte man sagen. Nein, eventuell schon. Lass einfach hier reingehen. You again? I'm really just here to get the keys so I can get the power back on. Do you want to hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife, little wifey, waiting at home for hubby. Or you could be the mailman, or the neighbor. I'm already married to someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. Yeah, she's so crazy. Aber wie gesagt, das ist jedes Mal ein kleines bisschen anders. Wir sollten aber tatsächlich doch eventuell einmal nochmal nachgucken, nachschauen, sicher gehen. I was about to do the weather, but I see we have a caller. Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey, Eddie, it's Ricky. You talked about fate before. You think about that a lot? Not a lot, to be honest, but I take it you do. Oh, yeah. Oh, yeah. Any conclusions you'd care to share, Ricky? Well, we've got free will, right? That's in the Bible and everything. Yeah, right, sure. So free will, right? Am I right? I mean, if we can do what we want, how can there be fate? I mean, you don't know what's gonna happen next, so there's no fate. There's just people doing stuff. Well, I don't know, Ricky. I don't suppose you have considered the possibility that we're all here in the service of a greater purpose, incomprehensible to us, and that what we take to be freedom is nothing more than the move of a pawn on some cosmic chessboard, limited in scope, subject to the whims of unseen players, existing only for their entertainment. Or perhaps we're just a twisted reflection of actual events that can happen elsewhere. Could it be that such is life in Night Springs? Dude, what? Food for thought, Ricky. Food for thought.
Der Radiosender ist korrupt. Corrupted beyond belief. Hi Yumi, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du da bist. Ich habe heute was richtig Leckeres, was ich mir später gönne. Ich habe jetzt noch nicht gefuttert. Steak und Pommes. Warst du beim letzten Mal eigentlich einigermaßen da? Ich weiß, dein Bruder war zu Besuch, beziehungsweise war dein Bruder zu Besuch? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. I don't remember. Ich habe gerade viel Lernkram hinter mir. It's a lot. Sie sollten sich besser setzen. You should sit down or something. Try to stay calm. I don't want to be calm. I want to be nasty. I want to be nasty with you. Yeah. Okay. You could do anything you want. You can use my... Let's not even go there. I was hoping that you'd remember more, but I guess that was too much to ask. Ja, stimmt, du warst da. Gut. Es ist gerade viel los mit viel Lernen. Ja, wie gesagt, es ist einiges passiert. Es ist nicht einiges passiert, nein. Es ist einfach nur... Morgen ist Klausur. Zwischenklausur zwar nur, aber Klausur nonetheless. Und viel lernen, viel üben. Viel auf einmal. Zusammen mit heute haben wir die Wohnungsübergabe gemacht. Ich habe den... Are you getting it yet, genius? Da will man ein bisschen viel lernen. Sonst waren wir bereits überall. Und haben, glaube ich, alles gemacht. Alle... Seiten gesammelt. Oh, ich will auch... ich kann dir ein Foto davon schicken. Und praktisch will ich mitessen. Das gibt es nicht. Doch mal. It's all of them. Probably not. Vielleicht sollten wir nochmal hier lang gehen und zu gucken, ob sich hier irgendwo Seiten befinden. Ja, bitte. You know what? Das kann ich eigentlich jetzt machen. Ich habe ja 2 Telefone. Haha. Ja. Das ist übrigens mit der Kamera vom neuen Telefon aufgenommen. Ich hoffe, dass... Wobei, das ist kein HD-Bild. Jedenfalls nicht als HD versteckt, aber... Ja, geht. Läuft. That's my food for tonight. My night meal, if you wanna call it like that. Ja, ich brauche jetzt was anderes als Logik, so kurz davor. Ja, hier war noch eins, aber sonst war hier nix. Ja, I don't remember anything being there. I don't remember anything. Nun denn. Wir finden da hinten im Kraftwerk wahrscheinlich auch ein paar Sachen. Moin. Ja, Mainsen. Wie geht's, wie steht's? Ja, passt. Bei dir? Ja, morgen ist Klausur. Ich habe den ganzen Tag gelernt, ganzen Sonntag gelernt, mehr oder weniger. Ich brauche jetzt ein bisschen Abwechslung. Ja gut. Alles, was jetzt nicht sitzt, sitzt morgen eh auch nicht. Also, ja. You know the drill. Nö. Ich habe nämlich immer 5 Minuten vor der Arbeit gelernt und das hat meistens immer alles gebracht. Ich habe zwar danach wieder alles vergessen, aber für die Arbeit habe ich das nicht.
So ist das Leben. Ja, so ist das Leben. Aber sonst alles gut. Yumi sagt Hi. Hi, nein, ich spreche nicht mit ihr. Warum sprichst du nicht mit ihr? Yumi, du musst sehr, sehr schnell Spekulatius und wie war das andere? Stuten? Weihnachtsstuten? Stollenkuchen. Stollenkuchen. Stollenkuchen futtern. Heute reden wir gerade Du über kannst das dir aber Gleiche. gerne Hallo sagen. Okay. Oh, arme Yumi, armes Put-Put. Ich glaube, hier war noch eine Seite irgendwo. Nee. Nee, diesmal nicht. Kein Verzeihe viel. Manuskript. Ich verzeihe wirklich sehr viel, aber sowas geht gar nicht. Wenn es ums Essen geht, gibt's keine Ausnahmen. Ja. Spekulatius ist ja auch schon echt lecker. Stollenkuchen Und wenn sie jetzt noch auch. sagt, sie kennt keine Lebkuchen oder sowas, dann Dann. gehe ich direkt Oh wieder. mein Gott. Okay, let's try this out. Ein M4. Spekulatius und Stollen ist 10 out of 10. Das kenne ich, aber mag es nicht. Kein Lebkuchen? Okay. Ja, fair enough, fair enough. Zugegeben, manch Lebkuchen mag ich auch eher die selbstgebackenen. Du weißt schon, Hexenhaus aus Lebkuchen und Shit. Ja. Schmeckt mir persönlich besser als diese Fertig-Lebkuchen. Die sind auch alle so weich und hast du nicht gesehen, aber. Ja, fair enough, fair enough. Mhm. Immerhin. Glück gehabt. Lucky, lucky, lucky. Okay, nothing here. Außer vielleicht, ja, wir können Muni nachladen. Ah. Ah. Besonders dumm wird es, wenn es um Begriffsfragen geht. Ah ja, es ist ja. Logik schreibst oder was? Ja, Logik-Scheiß ist das. Aber Begriffsfragen sind halt keine Inhaltsfragen, sondern halt Begriffsfragen. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Gonna be fine. Ich spiele jetzt einsam, wie ich bin, League. Beste Entscheidung meines Lebens. RIP. Gonna be fine. Ich sehe da hinten, glaube ich, noch ein Manuskript irgendwo rum. Gammeln. Ich habe mich heute an der Arbeit kaputt gelacht. Was passiert? Ich habe mich so kaputt gelacht. Ich habe einen Arbeitskollegen, das ist so ein richtig dummer Affe, wohl. Und der Sind hat die mich ja halt nicht ausgelacht, dass ich halt schon 3-mal operiert worden bin, da hinten an der Sache, wohl. Mhm. So, und er kam dann als mit dummen Sprüchen um die Ecke von wegen, ja, das passiert halt, wenn man sich nicht wäscht und waschen solltest du dich mal und was weiß ich für ein Quatsch. Oh Ging mir halt auf den Mann. Sack damit, wohl. Was ein Affe. So. Und der hat ja auch keine Ahnung davon. Der hat keine Ahnung davon, dass so eine Scheiße genetisch ist und gar nichts. Auf jeden Fall, heute. Ich habe heute Laufkontrolle gemacht, also Mhm. Teile geprüft. Ja. Und da klingelt es am Telefon, an der Tür. Mhm. Stand der davor und dann ist der am Wochenende da dran operiert worden. Ich machte die Tür auf, guckte ihn an
Hab gesehen, wie der gelaufen ist und ich wusste direkt schon, was Phase ist. Er guckte mich an, sag jetzt bloß nichts. Ich sagte, Henna, das schimpft sich Karma, du Bitch. Ja. Oh Das hat meinen Mann. ganzen Tag gerettet. Ja, glaube ich dir. Wir haben schon 40 Manuskriptseiten. Nice. Überlebenskampf am dunklen Ort. The dark place is utterly hostile to human life. It eats at your mind, wants you to succumb to madness. Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault. Every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of myself. I focus on Alice, our life together, my need to be with her. That takes me a long way in the dark place. As long as I have my gun and the flashlight. Ja, solange du die Knarre und die Taschenlampe hast. Aber auch nur so lange. Was machen eigentlich die weißen Tanks? Nichts. Good to know. Uns fehlen nur noch 13 Manuskriptseiten. Eines noch da drin, sehe ich gerade. Nur noch 13 Stück. That's nice. Dann kriegen wir ja tatsächlich ja alle Manuskriptseiten beisammen. Anders als im Hauptspiel. Goddammit, Alter. Oh nein, keine Spinnen. Come on. Spinnen kriegen Gut, die dass wir das Thema Boomstick. mit den Spinnen ja erst hatten, oder? Mhm. Aber ich sehe hier schon wieder Fäden. Aus Seide und Shit. So, das hier war der Rundgang, mehr oder weniger. Ja, hier. Sehe schon wieder Spinnenweben. Die müssen halt echt nicht sein. They don't have to be. Da, da, da. Aber ich freue mich schon auf Elden Ring am Wochenende. Yumi, ach ja, Yumi. Samstag, 18 Uhr. Bist du dabei? Da geht's weiter. Ich höre es krabbeln. Es soll aufhören. Serena Valdivia. For Serena Valdivia, burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist, she often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet. Kommt mir vor wie ich und die Klausur. It's not like the work hadn't been done. I just feel like I haven't mastered everything yet. Alter, wenn mich Spinnen angreifen, während hier Strom durchfließt, dann kündige ich. Bisschen mehr. Das Kribbeln und Krabbeln und Fleuchten und Metro Exodus muss ich auch noch spielen. Oh mein Gott. So viel auf der Liste. So viel auf der Liste. Wait, ist ab dem 21. In 3 Tagen ist dann ja sogar schon der Sale, der Winter Sale. Da könnten wir dann Avatar anfangen, rein theoretisch. Ja. Mitte soll grün. Okay. Yumi, da sind sie! Haut ab!
Okay. We made it. We made it out. Yumi wird versuchen, da zu sein. That's nice. Oh no. Oh no, F off. Das ist nicht euer Ernst. Ah! Oh mein Gott, hier ist zu. I completely forgot. Oh, Shotgun auf die Spinnen. So ist das richtig. Drecksviecher. Ja, da können wir nicht lang gehen. Hier immerhin. If you die, you lose. If you quit, you lose. If you make it to the end of the loop, you still lose. Sucker. Hat der uns gerade Sackel genannt? Oh. Alter, ist die M4 stark. Holy shit. That's strong. Es wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wird es einen dritten Loop geben. Ich frage mich dann allerdings auch, was sich dann in diesem dritten Loop ändern wird. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Vorher werden wir aber sie wieder befreien. Oder es zumindest versuchen. Oh! Diesmal läuft da sogar ein Film. Das kennen wir ja schon. Ammunition to waste. Okay, nice. Läuft. Rückwärts und bergab, aber es läuft. Genau, rückwärts und bergab, aber es läuft.
Ja, aber Tag könnten wir dann theoretisch auch schon anfangen. Alter, deine Gedankengänge, die muss erstmal einer verstehen. Wobei ich am Überlegen bin. Wie ich das timen sollte am besten. Machen wir mal Licht. Können wir mit dir reden? Können wir nicht. Machen wir mal Licht an. It's you. I guess you're back to normal again? I don't know if I'm ever gonna be normal, but thanks. I know you didn't have to come back for me like this. I couldn't just leave you like that. I'm sorry about the whole thing. Not your fault. At least I'm not Little Miss Whoreslut anymore. Ugh, that's just... Hey, thanks for not, you know, taking advantage. No problem. Sie sehen nicht besonders mitgenommen aus. You don't seem too weirded out even though this is happening again. Honestly, that pales in comparison with having that thing inside my head. I mean, it's crazy, but... I understand. I can really mess you up. This is weird. I think what he did left something. I can feel that things are different. I just know that time's acting wrong. I don't know how to describe it. It's like I can sense it. I'm not surprised. A close encounter with these forces, it stays with you. Changes the way you see things. Some people can't deal with that. They just lose it. Well, it's early yet. I'm not ruling anything out. I'm gonna go make my way into the projector booth. Okay. Is there anything I can do? About the situation, I mean? No. It's a trap for me. I'm gonna have to go deal with it. Uh-huh. And you got a plan, is that it? I think I have a chance. Yeah. What? First things first. Erst sicher gehen, dass alle in Sicherheit sind und safe. Sofern das überhaupt erreichbar ist, heißt das. Ja, und dann kann man finishen. Jetzt gucken wir uns aber mal die Maschine an. Und kommen höchstwahrscheinlich in den dritten Loop. The champion of light knows that the time itself is about to end. At least for him. He can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. I don't have the whole thing. But maybe it's enough. Dann können wir mal das Manuskript prüfen. Es war spät abends. Der Sommer war schon fast vorüber. An der Wand hing ein Werbeplakat im Film-Noir-Stil. Ein Scheinwerfer ließ den Feuerlöscher rot aufleuchten. Ah, wir haben also mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun. Lol, ist das eins von Remedys ersten Death Rally? Ist das eins von Remedys ersten Games? Ah, keiner funny. Wenn die ein Game hier drin versteckt haben, so... No. The fuck? Okay. Die Lampe drehen. Noch einmal drehen. Scheinwerfer ließ den Feuerlöscher hoch aus. Wegen ein Plakat im Film Noir-Stil war an der Wand. Okay, das ist wahrscheinlich einfach nur ein... Tom the Poet! Echt? Der Diver. Der Poet aus dem ersten Teil. The Gift of Thorns. Dann die Zeit. Und das Datum. Dann müssten wir alles haben. Aber es wird nicht genug sein.
Ja, it's not enough. Dritter Loop incoming. It's not enough. You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Time folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures. Each time he gets a little closer, each time another detail falls into place. Now the trap works against the Herald of Darkness. Ja. Hätte er uns nicht zurückgeschickt, könnten wir das Puzzle, könnten wir die Nachricht nicht vervollständigen. Und... Oh mein Gott. Das Haus sinkt. Das ist neu. Können wir die Nachricht nicht vervollständigen, ihn nicht besiegen oder gewinnen. What happened? Oh. What is it? Oh. Es kribbelt so hart, dass es weh tut. Hast du dir ein Ei gedreht? Intern? Nein! Hört sich so an. Mir ist ein Bein bis hoch zur Arschbacke eingeschlagen. Rip you, Alter. Oh. Okay, not really. That's art. Es kribbelt so extrem. So. Wir haben hier noch ein Manuskript. Yay. Mal gucken, was sich sonst noch geändert hat. Oh, die Kreissägen-Dudes sind jetzt da. Holy shit. What are you, the King Hillbilly? Ich halte nur einen Hit von ihm aus. Ach du. Kacke ist der Tanky. Heilige Scheiße. Das geht? Was geht? Das Bein so einzuschlagen? Ja, das geht. Oder meinst du das mit dem... dass sich ein Ei... Ja, das geht. Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Soll es jedenfalls sein. Ich habe es noch nie erlebt, aber es kann sein, dass ich... Ja, dass sich eine Klöte halt drinnen verdreht und dann schnürt sich das praktisch selbst die Blutzufuhr ab. Super schmerzhaft und wenn das nicht behandelt wird, stirbt die Klöte ab. Wird Also, im schlimmsten Fall nekrotisch und sehr, sehr böse. Ich habe einen Kollegen, dem ist das in der Nacht passiert. Da hat sich ein Ei verdreht. Autsch. Und nur innerhalb von diesen 8 Stunden, während der gepennt hat, das Ding abgestorben, so mussten es rausnehmen. Jetzt muss ein Ei doppelte Arbeit leisten. Ja. Oder keine Arbeit at all. Ist ja ein Kollege von dir. Und du meinst ja... Was? Das nein. Du hast ja vorhin gemeint, einer deiner Kollegen sei strunzdoof. Ach so. Ach nö, dem würde ich die Eier sogar selbst abreißen, wenn ich könnte. Nee, das sollte nur ein Wortspiel sein, ist auch egal. Yumi, das kann Frauen auch passieren. Ja. Nur bei Frauen ist es... kann sich auch verdrehen. Ja, das ist bei Frauen allerdings wesentlich schwieriger, das zu reparieren. Da ist sehr viel mehr Gewebe dazwischen, was der Arzt aufschneiden muss, um da dran zu kommen. Und dann die Chance, dass die Frau schwanger wird, ist
verehrt. doppelt so gering. Also es ist noch geringer Dass als es normal. danach wieder normal weitergeht als wenn beim ein Mann Kerl. ein Ei abgenommen kriegt. Das eine Ei, das macht die ganze Arbeit, das es machen soll. Bei einer Frau, wenn ein Eierstock also kaputt geht, dann wird es kritisch mit Schwangerwerden. Erzählt doch nicht solche Gruselgeschichten. Das ist ein Horrorspiel, da muss doch ein bisschen Horror bei sein. Manuskriptseite nehmen, let's go. Was haben wir? Old Gods of Eine alte Asgard. Klassenkameradin von mir, Hm? die hatte zwar nicht das, aber da hat sich ein Geschwür drauf gebildet und dann musste der auch abgenommen werden. RIP. Ausgenommen werden, so. Thor and Odin Anderson, old gods of Asgard. I still don't quite know what to make of them. I know they used to be rock stars who modeled their stage personas after Norse gods. I know they're old. I know that in their day they fought the darkness as I do. I know they're demented and insane, ravaged by age and self-abuse. But there's something in them, something powerful that took hold when they were touched by the powers beyond. A thing that goes far beyond just stage names. Something godlike. Okay. Old Gods of Asgard are gods. Who would have thought? Die alten Knackers sind eh die besten NPCs aus dem ganzen Game. Gonna lie. Aber ja, wenn die Klöten den Twister machen, dann das Ende wird lustig. Das Schluss wird lustig. Ja. Ah. Right on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. Ist alles schon ready? Leon, Hm? es gibt noch was Schlimmeres. Was? Wenn du dir den Sack an einem Reißverschluss klemmst. Ah! I feel this so hard right now. Ah, das ist Ja. übel. Wie hat er es geschafft, ihn bis oben hindurchzuziehen? You know? Ja. Wie ist der Film noch gleich? Ich hab's vergessen. So, wir sollten hier jetzt erstmal nochmal am besten nochmal nach Skriptseiten suchen. Ich habe schon direkt eine gefunden. Hier ist sie. Barry und die Old Gods. Wie geht das durch die Unterwäsche? Weißt du, Männerunterwäsche. Viel Männerunterwäsche haben vorne so eine, wie bei einem Hemd, so einen Knopf, Pinke wo man Loch. die zwei Sachen, wo man so ein Loch zumachen kann. Das kann man aufmachen, dann kann man das einfach rausholen, genau. Oder Ja. natürlich, du trägst sehr, sehr lockere Boxershorts unter der Hose. Und wenn du halt so richtig harte Schlepphoden hast, die da raushängen, dann kann das auch mal passieren. Ja. Ich wusste Du musst gar dich auch nicht, nur dass irgendwie das- falsch legen und der Ja. muss blöd hängen und dann ziehst du den Reißverschluss hoch und dann macht's knapp. Ja, blöd hängen. Ist echt ein guter Stichpunkt. Ja, wir Männer müssen auf so einiges mehr achten, als Frauen wissen. Mann, Oh das ja. tut halt Oh echt ja. weh, Alter. Das hat jeder mindestens einmal schon mal erfahren. Aber ja, da ist einiges an Micromanagement dran. Ja, dafür haben wir kein Problem mit Schminke und Shit. Ja, Jedenfalls Gott sei Dank. der moderne Mann hat vielleicht Probleme mit Schminke und Shit, wenn man so nach Amerika guckt, aber nicht hier. Not here, not today. Ja. The Anderson brothers should probably have been in a facility somewhere, despite their tendency to escape from such places. It could be argued that they had no business being on tour, considering their condition. Their lives mostly revolved around the laundry list of ailments and their endless quest for liquor. But Barry Wheeler managed them now. And whatever else they might say about Barry, he knew how to make things happen. And honestly,
It wasn't like the Andersons were the most difficult clients he ever had. Ja, Alan war definitiv schwieriger als Klient. Not gonna lie. So, wo finden wir weitere Blätter? Uns fehlen noch ein paar. Ein paar Blättchen. Ich bezweifle, dass wir die hier irgendwo finden. Wo es in die Wüste geht. Ach, das ist sogar jetzt einem Biathleten. Biathleten? Ja, passiert wohl. Eine was? Die haben im Wintersport beim Langlauf ist dem während der Fahrt das Ding eingefroren. Ich will nicht wissen, was das für Schmerzen waren. Ah, da wäre der Anzug nicht dicht. Oh, da wäre der Anzug nicht dicht. Ah, hahaha. Ja, wenn ihr das einfriert. Sagen wir, es geht. Ich glaube, frieren, es geht. Frieren friert ja auch die Nerven ein. Und ab einem gewissen Punkt spürst du halt nichts mehr. Aber wenn du halt nichts mehr spürst, dann hast du ein ganz anderes Problem. Das Problem nennt sich Frostbite, aka Nekrose, aka weg, rot, schwarz und steinig. Okay, let's go. Hier ist definitiv nichts. Au, natürlich ist dann die Straßenlaterne aus, wenn ich sie am ehesten brauche. Gönn mich nicht. Halt. Oh, noch eine Notiz. Hier müsste Safe Though sein. The Old God im Studio. Getting the Andersons into the recording studio was a struggle and a half. But once they actually picked up the instruments, something happened. They were two old men, and they weren't. They were doddering bags of bone, and they were barely contained power. And there was music. Barry rubbed his hands together. He knew how to pick a winner. Now all they needed was some direction on how to make things a little more modern. Barry had never produced a thing in his life, but he knew what he liked. He knew Balance Slays the Demon was going to be a hit. Oh, sobald die einen Knacker Musik machen, geht's also ab. That's nice, I guess. Okay, hier haben wir nichts außer Memory. Keine weiteren Manuskriptseiten. Uns fehlen ja auch nicht mehr viele. Überhaupt nicht mehr viele. Und weil die ja so großzügig angezeigt werden, sollten wir relativ schnell den Rest aller Manuskriptseiten finden. Weil relativ ja relativ ist. Und jetzt ist gerade eh die beste Chance, bevor wir da oben starten. Ich glaube, hier in der Nähe wird es keine mehr geben. Not really. Hier ist auch keine mehr. Jedenfalls sehe ich keine auf der Map.
Bam! Der Tunnel ist wieder zu. Okay, Seiten wird es hier dann auch nicht geben. Hier ist noch einer. Emma und Mr. Scratch. Emma wasn't sure exactly when the man arrived at the motel, but from what she could tell, the party started almost immediately. It was infectious, spreading from one room to another. He was mercurial, almost as if he was flickering through the scene, telling a joke here, throwing an insult there, oozing sex and violence and excitement. She had never seen someone like this before. He looked at her and smiled, and she felt her heart flutter a little. She knew he was the kind of man mothers warn their daughters about, but she told herself it didn't matter. What? Ja. Told herself it didn't matter. Was haben wir diesmal von dir? Hm? Das müssten fast alle gewesen sein. Ja. Nur noch ein einziges Manuskript fehlt. Nice. So I've been thinking about Barry. I don't know what to do about him yet. I mean, I'm not gonna keep him around, that's for sure. Al? Ugh, little parasite. Your best friend. Really? That's the best you can do? I actually kinda like the guy. He's a plucky little butterball. He plays the clown. That's a hard road to take. But I don't need him sticking his fat face in my business. Did you know he's been hanging out with the sheriff from that shitty little town? They keep in touch. Barry's about the only guy who insists that you're not dead. How about that? I might keep him alive for a while. Just to see him go to pieces when I fire his ass. Yeah. 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 Ja, Arschklauen. Ein Arschklau. So, dann müsste eventuell sogar noch eins in einem dieser... Is that you? I set everything up for you at the oil field. Thanks. Just checking on you. Is she there? Na, sie kommt nicht mal mehr raus. Genau. Ja. Hier ist das letzte Manuskript. Well, art lovers, are you feeling neglected? You shouldn't. You know Eddie Rodman's got love for you, which is why I actually hauled myself out of bed before noon, just so I could record an interview for your pleasure. Enjoy. Now, as I'm sure you all know, the annual Night Springs Visual Art Show is coming around again, and that's a big deal for all of us that are in the culture business. If you can call it a business. That's a little controversial, I know. Oh, that's okay. Money makes the world go around, no doubt about it. And that's one of my guests here at the studio, Serena Valdivia. She's a curator at the Night Springs Gallery of Visual Arts, and she's in charge of the NSVA Film Festival, held this year at the old Night Springs Drive-In Theater. Hello, Eddie. It's great to be here. And let me just say that it's a wonderful venue. Absolutely. And with her is one of the filmmakers, somebody who's actually primarily known as a renowned photographer, Alice Wake. Hello. Now, Alice, I've seen a lot of your work over the years. It's very impressive. My wife's a big fan, actually. Oh, thank you. You've gained quite a bit of fame as a photographer, but that's not why you're here, right? You actually have a film. That's a little surprising. For me, too. I really wouldn't be here at all if it weren't for Serena. You two are friends, I take it? Yeah, we move in the same circles. So, about a year ago, I heard about all this footage she'd shot, and I got to see some of it, and then I started pestering her about actually putting it out there, because it was really good. I didn't really want to show it. It felt too personal.
Well, yes, I can understand that. It features your husband, and he's, well... He's dead. I thought he was missing. It's been 2 years. This sounds awful, but yes, I believe he's dead. Otherwise he would have, well, you know. Yeah, I understand. Well, hold that thought, and we'll be right back. Okay. Ja. Schauen wir mal, was die letzte Seite zu sagen hat. Und ich wusste, dass sie hier oben ist. Sonst war hier sonst nie was. Der Riese. I have seen the darkness twist flesh into new shapes before, but encountering these giants is an extremely disturbing experience. It's as if the genre has been switched on me. There's something out of Pulp Fiction. Twice as tall as normal men and stronger than forklifts, their lumbering gait and slow-witted demeanor brings to mind some kind of mean-spirited caricature of a feeble-minded hillbilly. Ja, die Karikatur ist definitiv out of date. Aber trotzdem effektiv. Ich sag nur, The Hills Have Eyes. Oh Gott. Der große, schwerfällige. Ja, der ist auch was für sich. Ja. Kann ich mich hier nirgendwo heilen? Come on, ich kann mich doch safe irgendwo Aber heilen. Wrong Turn ist schlimmer. Ja. Der zweite, Zumindest der die erste. ersten zwei. Ja. Ja, die ersten zwei. Reden wir mal nicht über alles, was danach kam. Oh mein Gott, ich kann mich Da hier kam nirgendwo was heilen. danach. Ja, es gibt Wusste ich bis gar nicht. Teil 6 oder so und dann gab es ein Reboot, das aber Ja, auch nicht das so war gut jetzt, war. das war jetzt sarkastisch gemeint. Ach so, ja. True. Fair enough. It's already everything set up. Dann wollen wir mal. Wir haben alle Manuskripte in dieser Gegend gefunden. We're done with this part of the game. Wollen wir? Ich werde schon fast vermissen. No. Yep, we already know this one. Nee, jetzt kann ich langsam mal anfangen. Next stop, saving Emma. Ja. Irgendwie müssen wir Emma jetzt retten.
Okay. Okay, ich bin One-Hit weg. Rest in Peace. Aber wir haben wieder unser volles Leben. Mies sind die tanky. Scheiße sind die tanky, sorry. Ich habe vergessen, die zu muten gerade. Ich würde go one-hitted. Is it bad that this time I just went, oh, he's gonna be right along to save my ass? Not as long as I show up, I guess. And I'm dead again. Ach du Scheiße. Is it bad that this time I just went, oh, he's gonna be right along to save my ass? Not as long as I show up, I guess. Nach. Nach. It's clear now. Und didn't respawn yet. Yeah, thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Oh, it's not your fault. I think one of those, what did you call them? The takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. Just how do we do this? You seem calmer now. I tried freaking out. It didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Good for you. Plus, I figured I'd take the edge off, you know? Mm-hmm. Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. Oh ja, sie war ja ein Hippie. I completely forgot. I wanted to try to explain things to you now since you're calmer, but maybe this isn't the best time after all. Oh, shit, yeah. Better not get all metaphysical on me now. Seriously, I'm like 2 sentences away from thinking how we could all be like atoms on God's skin or something. Or figments of somebody's imagination? Wow. I'm just gonna try to chill out and not think about that or getting murdered or anything, if you're cool with that. Gotcha. Yeah, sure. Okay. How do we do this now? Oh, wir können endlich nachladen. Das ist schön.
Ganz ehrlich, das Ding ist so stark, but I want my sniper back. So, die Tour. Kann ich echt nicht dodgen. Was haben wir denn hier? Hm? Well, yeah, that should fix it. I hope. Schauen wir mal nach, ob das irgendwas gebracht hat. Oh ja, stimmt, true. Die Lampen sind wieder an. Wir können rechargen. Nice. Erstmal neue Muni holen. Safe is the man safe. Okay. I really don't think they can get to the power now. Thank you. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey, I have to tell you, at the diner, I went there with him. The guy who looks like you, okay? I know I said that I didn't. Yeah, I figured. Want to talk about what happened at the diner? There was this guy from the observatory, and he just attacked the poor dude, smashed his face into the tabletop a bunch of times. It was horrible. I didn't know that he was gonna do that. I swear. And I just ran. I just left him there. I didn't even try to help. There was nothing you could have done. It's not your fault. Well, he's dead in that motel room now, so excuse me if I feel pretty shitty about it anyway. You shouldn't blame yourself. I just didn't want to get involved. I have this tendency to just drop everything and run. I don't think I'm a bad person, but I didn't even call the cops. I'm such a coward. If you'd called the cops, we'd have dead cops. He's not human. Do you understand? It's not your fault. But I could have tried to stop him. Believe me, if you had, you'd be dead. You seem to be doing a little better now. Yeah, I guess it just got easier once I got this thing off my chest. I just feel so guilty about it, especially because I didn't pick up on any of the warning signs. I just really liked hanging out with him, you know? He was smart and charming and funny and hot. The way you could be, I guess. I guess. What's the deal with this guy anyway? He looks like you, he uses your name. Why does he do this stuff? I'm not sure myself. Maybe he's just evil or my dark half. He does a lot of the stuff I'm trying really hard to get away from. Things that just messed up my life. I guess all those murders don't help either. Yeah, I could do without the murders and the end of the world. Listen, I need to get going. Yeah, go. I think I'm good now. I hope. Good luck. If it all goes well, maybe this is the last time we meet like this. God, wouldn't that be great? Just keep those lights on, okay? Yep. Keep the fucking lights on. Yay, wir können wieder in die Motelzimmer, die verschiedenen. Gibt's denn diesmal was Neues? Oh. Leuchtpistolen-Moni. Die sagen wir doch nicht Nein zu, wenn wir die geschenkt bekommen. Ah. Da. Ja. Und wenn alles gut läuft, was es zu tun scheint, dann ist das das letzte Mal, dass wir das erste Level, dann ist halt, ja. Time Loop 3, der letzte Loop. Drücken wir Alan die Daumen, dass es auch
wirklich funktioniert. The fate of countless individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. And yet, for a moment, the champion of light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Yep. So. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows, he will have what he needs. Ja, hier kriegen wir den letzten Teil der Botschaft. Hoffentlich jedenfalls. Yumi, was hältst du eigentlich von God of War Ragnarok? Hello, I was expecting you. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Oh, someone is very considerate. Nice, thank you. Weil God of War Ragnarok steht auch noch auf meiner Liste. No. Yeah, that's not gonna happen. Allerdings, naja. Müsste ich mir das noch holen. Habe ich noch nicht gespielt und den Teil davor nur angefangen. Aber was ich davon gespielt habe, fand ich bisher eigentlich gut. Den Teil davor habe ich als komplettes Projekt auf meinem Kanal. Ist schon fertig, ist schon done and dusted. Aber zu Ragnarok bin ich bisher nicht gekommen. Kommt vielleicht auch irgendwann nächstes Jahr. Mal schauen. Thanks for tuning in for the second part of our interview with Serena Valdivia and award-winning photographer Alice Wake. Now, Alice, we were talking about your husband, Alan Wake. Is that a sore subject for you? Well, a little bit. Of course it is. The way I see it, we had our good times and our bad times, and on the whole, we had a lot of good times. He really made me happy. I don't mind being reminded of him. So you're over him? I don't know if I'll ever be that, entirely. I still think about him every day, literally. I still find myself hoping for... Well, sometimes I think I see him just standing somewhere, watching me. I think most people who lose someone they love experience things like that. But on the whole, I'm doing all right. 2 years is a long time to adjust, and I'm not really the type to wallow in the negative. Well, I know there are a lot of stories about Alan. He seemed to have something of a wild streak. That's not really what our show is about, though. Look, all that stuff really gets blown out of proportion. He had his problems, but it's really frustrating for me because people like to talk. They love to tell these crazy stories, and they never really knew him at all. Well, the character he created, Alex Casey, is a household name. The books still continue to sell. There's been talk of a TV series, a movie, a video game. Must be nice to know that his work is still being appreciated by so many readers. Yes, of course, but I don't really deal with the business side. I leave that to Alan's agent. That would be Barry Wheeler. Actually, I just interviewed him. He's currently in the music business. Mm-hmm. And he's also Alan's best friend. Do you two keep in touch? Or? We talk regularly. Like I said, he handles the business side. I think we should talk about her film. Yes, of course, you're right. I'm Eddie Rodman, talking to Alice Wake and Serena Valdivia, and we'll be right back. We'll be right back. Yeah. So, suchen wir die letzten Manuskriptscheiten. Ich
komme nicht rein. What? Großer. Das war... You gotta be kidding me, right? Hier kommen wir rein. Good. I believe we're ready to look into the sky. Right there, Doctor. Ja, da war was. Da war was, da war definitiv was. Wir brauchen erstmal neue Munition. Aber ja, ich fand God of War, das habe ich damals noch auf der Original PS4 gespielt. Ich fand's, nee, auf der Pro habe ich es gespielt, PS4 Pro. Ich fand's richtig gut auch. Welches Spiel? God of War, den ersten Teil. Oh ja. Ich bin am Überlegen, God of War Ragnarok auch zu spielen, allerdings halt irgendwann nächstes Jahr. Du musst dir aber auch erst. direkt Valhalla mitholen. Ja, aber wahrscheinlich dann halt irgendwann nächstes Jahr erst, weil dieses Jahr ist schon zu packt. Das Jahr ist auch fast rum. Nur mal so am Rande bemerkt. Nee! Fuck mal, wie soll ich denn da durchkommen? Hätte ich das mal nicht gemacht. Ja, das Jahr ist fast rum. Das Jahr ist fast rum. What? Hier ist... Oh mein Gott. Damn it! Gib mir die Manuskriptseite. Wir haben gleich 2 neue Sachen. Okay, interesting. Neue Realität, Fragment 2. The film noir poster reminded me of Alex Casey, the detective's cool exterior never cracking even with the gun pointed in his face. In the back room, all the lights had been turned off, except for the lone spotlight which illuminated the bright red fire extinguisher on the wall. Oh, das war von vorher. I see. Allgemeine Authentizität. This act of creation is exhilarating and frightening. Subtext and symbols loom eager to take effect. Causality and consequence become domino chains that stretch into infinity. The more fundamental the change, the more unpredictable the variables become. Reality is too complex to control completely. Ordinary questions become meaningless. Who created who? What is really real? Everything is as real as everything else. You learn to let go of the things you can't control
and go with the flow, or go insane. Was wir theoretisch machen könnten, wäre entweder das zusammenpacken, das heißt Samstag, Sonntag, ein Tag kommt Avatar, ein Tag kommt Elden Ring. Oder man wechselt das, wenn man halt zum Beispiel nicht die Zeit findet, beides zusammen zu spielen, kontinuierlich ein bisschen, wechselt das von Woche zu Woche ab. Das ist halt auch eine Möglichkeit. Was meinst du dazu? You're kidding me. Dominik, you still there? Hm? Ja. Was meinst du dazu? Oder hast du nicht aufgepasst? Keine Ahnung. You don't know? Ich hab nicht aufgepasst. Okay, meine Idee wäre entweder, wir machen halt so, wir spielen eine Runde Avatar, eine Runde Elden Ring. Das kommt dann Samstag, Sonntag. Oder alles an einem Tag. Geht ja auch, theoretisch. Weil Monster Hunter habe ich auch noch irgendwo irgendwie. Oder Avatar und Elden Ring wechseln sich ab. Das ist alle 2 Wochen Avatar, alle 2 Wochen Elden Ring. Ja, das müssten wir dann mal gucken, wie es am besten passt. Es dauert sowieso noch, bis ich das kriege, aber ja. Mal schauen. Oh, come on, you're kidding me. Oh, this is bad. Kann ich hier runter? Bitte lass mich hier runter können. Also, das ist da ist kein Stein. Perfekt. Das heißt, wir können den Rest der Manuskripte ziemlich safe holen. Okay, he vanished. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass hier manchmal Gegner auf- und wegploppen, wie es ihnen gerade passt. Kein Auto, kein Manuskript. Nice. Okay, this doesn't work. Dann müssen wir woanders nach den fehlenden Manuskriptseiten suchen. Oh ja, wir können das ja endlich aufmachen, eventuell. Haben wir schon. You know what? Ja, F it. Ich nehme die Sniper wieder. Die hat ein bisschen mehr Bums. Ich sehe gerade auch ein anderes Problem, das uns davon abhalten könnte, in die Sterne zu gucken. Die fucking Sterne sind gone. That's not good. Oh, that's not good. Oh ne,
Da ist so ein kleines bisschen Stern. Ne? Ich sehe schon das nächste Manuskript. Das ist da vorne. Wir gehen trotzdem aber noch mal einmal hier hin. Eventuell gibt es hier noch etwas. Nein. Doch, Muni. Und Leuchtgranaten. Nice. Also Blendgranaten. It's always appreciated. Zusammen mit Leuchtstäben. Wir sollten vielleicht mal die Leuchtstäbe auch benutzen. Genau. Und ich glaube, wenn wir mit dem Pacing weitermachen, schaffen wir es diese Episode da durch. Können wir hier lang? Wahrscheinlich. Noch eine Manuskriptseite. Die vorletzte. Dr. Meadows und Mr. Scratch. The man before Dr. Meadows was handsome and slick. He moved with lazy confidence and didn't bother to pretend that he wasn't staring at her. She didn't mind, at first. Then the man flicked open the knife and shoved her out of the control room so she wouldn't hear the signal, whatever it was. Outside, she pulled her lab coat closed and thought about running. She didn't. She didn't think she'd get very far. Not from him. She never was entirely sure why he spared her. Ja, warum hat er sie am Leben gelassen? Wenn er sie getötet hätte, hätten wir keine... Hätten wir keine Oh mein Gott, ich sehe gerade das Auto. What? Hier gibt's viele Plops. I guess. Gucken wir mal, ob wir in diese Richtung noch eine Manuskriptseite finden. Wahrscheinlich aber nicht. Aber eine muss es hier irgendwo noch geben. There's to be at least one. Damn it. Oh mein Gott! Auto-Shotgun! Und dann auch noch so eine! Okay. Ich denke nur, dass man dafür 40 Seiten braucht. Das Ding ist ein Monster. Nice. And we might have found our weapon of choice. Jetzt müssen wir nur noch das Ding loswerden. Come on in. This is what you look like. Does that bother you? I bet it does. I'm not just wearing your face, you know. It goes a lot deeper than that. There's a lot of you and me. All the best parts. At first, I was just an idea. But they kept telling all those stories about you. You already had that rep. And then you disappeared mysteriously. And then the stories about bad, crazy Alan Wake came true. And here I am. That's the best part, isn't it? When that happens.
You can always count on Cauldron Lake. I'm just as real as you are. And I'm the improved version. No fears, no doubt, no weaknesses, no self-deception here. I don't let anything drag me down. I know you like I know myself. I know it bothers you that I'm like this, that I use your name, crawl my way into your life. But I only do it because I'm better at being you than you ever were. That's rude. Ich hatte das Gefühl nicht los, wir haben was vergessen. Verpasst. Eine Manuskriptseite. Oder taucht die eventuell einfach auf? We need to protect the telescope or we can't complete the signal. Ja, hier hochzugehen war ein Fehler. You need to protect the telescope or we can't complete the signal. Kind of rough, not gonna lie. Ziemlich easy. Der Knarri, oh mein... Ich sag noch ziemlich easy und die erwischen mich von hinten. I don't believe it. You need to protect the telescope or we can't complete the signal. You gotta be fucking kidding me. How? Wie habe ich den nicht erwischt? What? You need to protect the telescope or we can't complete the signal. Okay, das suckt ass gerade. Wie habe ich den nicht erwischt?
Perfekt. Whoa. Okay, nice, we made it. There, I have it. But I wish these things would stop blatantly violating the laws of physics in my observatory. That's just rude. Are you all right? I'll live. I'm glad. I'll send the lift down to you. I remember our previous encounters very clearly now. But technically, if this really is a loop in time, we've never met before. I don't know why our awareness persists, but it's bloody fascinating. Yeah, it is. Haben wir bereits neue Realität Fragment 3 fehlende Seite. Genau, we don't have it yet. Video. You know what? I Google. Where can I find this? Ja, hier steht nicht, wo man das herkriegt. God damn it. Ja, gib mir eine Sekunde. Okay, wir müssen das Chapter completen, dass es nicht so finden kann. Doctor? You know, I know physicists who would give 15 years of their lives for a chance to experience something like this. I'd imagine that being stalked by horrible axe murderers would curb their enthusiasm a little. Clearly you've never met hardcore physicists. I'm glad you're in such good spirits, but... The signal! Yes, it's completed. Finally. If all goes well, this should be the last time we go through the loop. You know, I just realized that I don't have any memory of what happens after you leave. What does that mean? I don't think it means anything. If everything goes well, you just keep going. I don't show up here like this again, no more bad guys. Things go back to normal. Let's hope you're right. I'd love the opportunity to look into this in more detail. Looks like you've accepted the situation. I'm a pragmatist. If this is a delusion, at least my first psychotic episode is anything but boring. Really, Mr. Wake, at the end of the day, I'm a scientist. I love mysteries. I love not knowing. Whatever else this might be, it's absolutely fascinating. I wonder how far this reaches. Is everybody in the world experiencing this? Who knows? I think reality's probably pretty fragile right now. Doctor, I can see you're very enthusiastic about this. I'd appreciate a bit of discretion. Are you suggesting that we should suppress this? No. You can do what you like, but I want you to leave me out of it. But surely, with the things you know, the things you've experienced, you can replicate any of these results. We could— Let me be blunt. If you drag me into this, I'll deny everything. I'll lie like my life depended on it. And writers are damn good liars. Word of advice. This is things man was not meant to know territory. You get into this, chances are you'll open up a door into a world of hurt. Believe me, I know. I see. Ja, da müssen wir ein bisschen den Enthusiasm stoppen. Aber
Kriegen wir das vollständige Manuskript. Let's In a go. strange way, he feels at ease. He is armed with his own words, and when the time comes, they will be enough or they will not. For now, he's content to let the currents take him toward the final confrontation. Last chapter, ladies and gentlemen. Last fucking chapter. Vielleicht machen wir sogar noch ein bisschen länger als 2 Stunden, who knows. Je nachdem, wie lange sich das jetzt zieht. We return to the drive-in. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time itself, he doesn't show it. The man has his share of weaknesses, perhaps more, but cowardice is not among them. Wait a second. Wir sind einen anderen Weg gefahren. Wir starten diesmal von unten. That's new. We weren't here before. Okay. Okay, das ist natürlich sehr nice. Ich fühle gerade, wie ich Halsschmerzen bekomme. Das ist nicht gut. Yeah, that's definitely not good. Krank über die Ferien. Geil. Kann ich mehr suchten? Nein. No, not really. Oh, you got yourself a little plan, do you? Damn, die fressen sich durch meine Munition. Das ist schon fast nicht mehr lustig. Okay. Schauen wir uns erstmal um. Nach den nächsten Seiten. Und hier drauf. Geht die Muni aus. Das ist nicht gut. Den Strom wieder einschalten. Ja. Yeah. Bevor wir das machen, geht's definitiv auf die Suche nach den Seiten. Vorausgesetzt, wir schaffen es dahin. Damn, wir können nicht raus. Okay. Okay, fair enough. Damn, wir können nicht mal raus. Da hinten gab es keine Seiten, wenn ich mich richtig erinnere. But that's okay. Nice. Immerhin gibt es keine Spinnen hier. No Spiders. Alter, ich habe jetzt ein Video gesehen. Hm? Weißt du, wie creepy es sich anhört, wenn eine Spinne anfängt zu fauchen? Ja.
Kennst du den Ah, YouTube-Kanal The Exotic Layer? ja. Ich weiß nicht, warum ich den gucke, aber ich gucke den gerne. Dito! God damn it, I hate you. Damn. That was a shocking experience. So viele Gegner auf einmal ist aber auch schon mal nicht funny. Überhaupt nicht funny. Und hier ist es hier wieder zu, natürlich. Jetzt ist das Projektgebäude. Projektorgebäude betreten. Wenn eine Spinne faucht. Und ja, du hast das richtig verstanden, Yumi. Spinnen können fauchen. Vor allem, wenn die pissig sind. Richtig, das ist so richtig creepy. Mhm. Ich glaube, Front and Center von dem Video war Pissy. Oh ja, Pissy. I called her Pissy because she's pissy all the time. Old Generation Spider halt. Ja. Wir können hier durch. Never getting out of this, Wake. Never. Don't worry. I'll take care of your wife and your life. Zwei Stück, you gotta be kidding me, right? Oh, yes, fuck, you gotta be kidding me. Ich habe meine komplette Auto-Shotgun-Muniada verbraucht. What the fuck? Schickt er mir gleich zwei Riesen daher? Ich glaube es nicht. Heiliger. Aber hier scheint es keine weiteren Manuskripte zu geben, soweit. Oh. Was war hier denn? Na, die Auto-Shotgun ist schon besser. What? Der Weg ist versperrt. Er wurde angelegt von jenen, die tot sind. Der Weg ist versperrt, mein Alter. Ist hier irgendwas? Oh ja, stimmt, wait. Wobei, sagt nicht, dass es noch einen Loop geben wird. Es wäre so ätzend, wenn es noch einen Loop gibt.
Nee, sollte es eigentlich nicht. I don't know what you think you're doing, but I'll send you right back to the beginning. Manuskriptseite. I can see one. Serena and Mr. Scratch. When the dark man's eyes suddenly locked into Serena's, she flushed hot. They ignited a black fire in her. He was talking. He wanted the power turned off. He said something about the projector booth. She hooked a finger under his belt buckle. He grabbed a hold of her throat and twisted until it hurt. Somewhere deep inside, a part of her screamed in paralyzed horror, but the moan that escaped from her throat had no panic in it. "Pay attention," he said. "Business first." His eyes glittered shamelessly. Hers did too. What? Yeah, that's a way to describe it. Ich habe gerade gesehen, uns fehlen mehr Seiten, als wir noch finden können. Uns fehlen einfach mehr Seiten, als wir überhaupt noch finden können. What the fuck? What? You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This'll end up just like before! Oh, it's gonna make a difference, don't worry. Manuskriptseite. 51 von 53. Konzentrierter Strahl. There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear of death. But now I'm not so sure. I've been touched by powers that I can't begin to truly comprehend. And they've left a mark. I'm starting to think this might be a part of it. Ja, was könnte. Gucken wir uns aber erstmal den Fernseher an. I've been around for a while now, you know? While you've been indisposed, stuck in the darkness. I've been busy. I operate the show. Bevor wir uns das angucken, müssen wir die Dudes loswerden. Oh, wir haben nur noch eine. This is bad. God damn it, no! Oh, this is... Yeah, this is hard.
Wait, ich kann die mit Granaten zerstören? Okay, easy. Einen gibt's noch? Come on. Oh. Damn. Okay. Da hinten sehe ich noch was. Schauen wir uns an, was wir hier eventuell sonst noch zu finden haben. Hier ist kein Manuskript, erstaunlicherweise, nur Muni. Gut, fair enough. Es muss auch nicht immer alles ein Manuskript sein. Wäre allerdings schön, wenn. Dafür war das also. Das war sonst immer abgesperrt. Für den letzten, hoffentlich letzten Zyklus. Jetzt können wir uns auf jeden Fall den Film in aller Ruhe angucken. Hier ist das nicht so, als ob hier mehr ist. Da oben und da hinten vielleicht noch. Ansonsten, ja, war es das mehr oder weniger. I've been around for a while now, you know? While you've been indisposed, stuck in the darkness, I've been busy. I operate in the shadows, not always literally, you understand? I'm a little more resilient than those I've taken, but I do my best work in the dark. And there's so much darkness out there. It goes deep. And the things that live in it are vast, big bastards. They don't mind getting a little bit of elbow room. All that chaos and madness, it doesn't really do that much down there. It's like pouring a glass of water into the ocean, right? But up here, yeah, you can really make an impact. All they need is someone to bring them all the way through. But first, I had to take care of you. You party pooper. You're stuck in an eternal cycle now. The sun's never coming up for you. Everything else? Do my thing. Getting a bit of quality time with Alice. That's a little something for me. And I deserve it. Yeah, you deserve to get your ass kicked. Nicht viel mehr, nicht viel weniger.
ist hier noch ein Fragment. Doesn't quite look it. Doesn't quite look like it. 2 können wir noch sammeln. 2 Stück können wir noch sammeln. Question is, where are they? Wo sind diese 2? Unwahrscheinlich, dass die irgendwo hier sind. Allerdings. Man kann nie wissen. You never know. Und hier auf jeden Fall schon mal nicht. So wenig wie hier. Ich bin gerade leicht unsicher. Oh, da ist eins. So one at least. Stimmt, das Ding haben wir schon. Oh mein Gott. CNC hätte ich nicht wirklich gedacht. But there's one. 52 von 53. Alice Film. I held the film canister in my hands. I saw her name written across it in big letters, followed by the title. It was a time capsule. Moments snatched from times gone by. From a past that I hoped could also be our future. It was my salvation, our chance to be together. A tin can with a bit of magic in it that she didn't even know about. Something I could put to good use. There were only moments left before I had to face him. Yeah. And only one left to collect. Okay. Okay, nothing happened. Wrong one. One left. Let's just continue. Wie lange auch immer es geht. Ich würde daraus machen, was man daraus machen kann. Das ist the last one. Yeah, she's being her usual self. Finden Sie alle Manuskripte, Kleidung. The clothes I wear now I shaped from dreams and memories. It's an old outfit, originally from the 90s. The last time I wore it was when I was still writing and Alice and I took a vacation in the desert before our troubles began. The night before, we'd been at a party, and I had dressed to the nines. On that lazy day, I put on these old clothes, worn and comfortable. Alice made a joke about grunge. I felt a little embarrassed, but I stuck with them. We were very happy. I'm sheathed in good memories to remind myself of what is at stake. Ja, wir haben alle Manuskripte gefunden. Jetzt hält uns nichts mehr davon ab, das Finale zu schaffen. Aber zuerst
I need a little something from here. Die Leuchtfackel. Talk of her? No. Hello, folks, and welcome to the third part of our pre-recorded interview with Serena Valdivia and renowned photographer Alice Wake. So, tell me about the film. It's called Sunrise, and it really wasn't something I ever thought of as an actual film. It was just footage, things I saw and happened to shoot. It's not a medium I'm very much at home with. You shouldn't put yourself down. You've got a great eye. Maybe, but experience is another thing. Because you're primarily a still photographer. Yes, exactly. So I'm really used to thinking of the world in terms of snapshots. I frame something and try to pick the right moment, and then reveal that moment to people. Moving images are a different story. I'm still learning a lot about it, to be honest. So this is a new thing for you? Or maybe I'm just a slow learner. But showing it like this is definitely a new step for me. It's a little weird taking something this intimate and showing it to everybody. Not that the material itself is somehow shocking. It's just that those were private moments. But that's why it works, because it feels genuine. It's not so much a story as it is a sort of an echo, showing us how you saw your husband at the time. It's not really about the sunrise itself or Alan watching it. It's about you two together. I suppose. It's funny, looking at it now, especially now that it's been edited like that. It takes on a life of its own, almost. It's a kind of a fantasy. Well, there's nothing wrong with that. No, you're right. I'm glad you talked me into it. Yeah, I should have this at hand. Ja. Und damit war es auch das letzte Interview concluded. Ich schalte mal kurz das Licht ein. Oh. Hey. I'm hoping I can put an end to this now. You'd better. I really don't want that to happen to me again. It's like somebody vomited in my brain, like a sleazy movie that keeps looping in my head. I'll stop this, I swear. You know the part that's really screwed up? If you mess it up, it'll just keep happening forever, right? I don't think I can deal with that. Don't think about that. I don't think of anything but. Hey, afterwards, when all this is done, look me up. This thing, I can probably help you deal with it. I don't know. It's almost like I'm not even in the same world anymore. Everything's just weird now. Yeah, I know. A lot of that'll pass with time, but being touched by the darkness, it's rough on you. It's a lot to process, and I just don't want you to get completely screwed up by this. Might be a little late for that, to be honest. Yeah, well, there's degrees. At least you're not at a point where you go around picking fights with people over not changing their light bulbs often enough. What? Never mind. All I'm saying is, you're not alone with this. And anyway, you're friends with Alice, so, you know, any friend of hers. Thank you. Picking fights. Picking fights over when people don't change their light bulbs. Wir kennen die doch, die alte Lady aus dem ersten Teil, die Verrückte. Ja, ja. Nice. Nice. Dann würde ich auch mal sagen... Auf und davon. Die letzte Konfrontation. Wir haben das fertige Manuskript. Wir wissen, was wir alles ändern müssen. Lass uns nachsehen, wie es um uns steht. Wie weit es geht. Let's go. Again, the champion of light enters the final trap. The new reality is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. Ja. Es war spät abends. Der Sommer war schon fast vorüber. An der Wand hing ein Werbeplakat im Film Noir-Stil. Ein Scheinwerfer ließ den Feuerlöscher rot aufleuchten. Alice Film lag im Projektor. But first, let's go with this.
This should be enough. It's enough. Nice. Oh, come on, buddy. Why don't you... What? What is this? No! No! You can't do this! All I did was take the things you always wanted and never had the balls to go for. It's my turn now. It's my life. It's my life. Alan? Is it really you? It's really me. How? I love you. I love you. Nehmt euch ein Zimmer. Würde Dominik jetzt sagen. A woman. Alle A man. Leckerei. Two lovers. Held apart for far too long. Enveloped in the light of a glorious dawn. They both feel it. He's home at last. Are these actual events, or merely a dream? A memory, or a glimpse of what is to come? One thing is certain. This scene takes place in another time, and another place, far, far away from Night Springs. Oder Twin Peaks, wenn man so will. Ich glaube nichts von dem, was ich da sehe. Ja, ich auch nicht. Und das war Alan Wake's American Nightmare. Haben wir ja relativ zügig durchgekriegt in 8 Stunden. Die Average Call of Duty Kampagne also. Noch mit etwas weniger Budget. Sehr viel. Oh mein Gott, ist das laut. Nitro Games, ha? Nitro Games. Was ist das? Sie haben einen QA-Testing-Service dafür benutzt? Ich glaub's nicht. Original Xbox 360 Version. Okay. Aber okay, ja, nice. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich glaube, was ich da sehe, you know? Ich glaube, wie es weitergeht, erfahren wir dann in Alan Wake 2. Oder wir wir gehen nach chronologischer Reihenfolge vor. Und das nächste, was wir machen, das nächste, was wir spielen, ist Quantum Break. Wer hat das abgemischt? Das ist viel zu laut. Convention Service, okay. Nice. Aber wir haben ein bisschen mehr Kontext. Wer Mr. Scratch ist, beziehungsweise Mr. Scratch ist besiegt.
ziemlich sicher, wir hätten das auf eigenes skippen können, aber 2,50, oder? Da ist jemand müde. Ich höre nichts von dir, was du sagst. Die Musik ist so schrecklich. Es ist so überlaut. I can't hear shit. Ich höre mich ja lieber selber gerade. Oh mein Gott. The sound Linux Design Music Group. You did a shit job at the ending. Aber für so ein, ich könnte es fast schon sagen, teilweise Indie-Projekt, also Xbox Arcade-Projekt, so shabby. Es kommt bei weitem nicht an das Original ran, aber trotzdem not so shabby. Oh ja, Alan Wake wird gespielt von Ilka Willi. Von dem Willi. Ja. Natürlich haufenweise Motion Capture. Was ist denn so deine Meinung, Yumi? Ich glaube, wir haben sogar ich glaube, uns fehlt sogar eine Sache. Eine Sache, für die wir gleich in ein Level zurück müssen, aber nur ganz kurz. Ich finde das Spiel ganz gut. Ja, ganz gut. Und so im Vergleich zum ersten Teil. Die Säulen gehen so ein bisschen besser zusammen als im Spiel davor. Al? Ich kann die Story fortsetzen? Au. Jetzt bin ich gespannt. Okay, get it. Lass mal eine Szene wiederholen. Ist völlig egal, was. 3 Abschluss. Weil ich glaube, hier fehlt uns ein Blatt, das wir noch nicht gesehen haben. Eventuell. I'm pretty sure. Ich bin ziemlich sicher, da fehlt uns eins. Returning to the observatory for what he hopes is the final time. Das gehen wir dann noch einmal durch. Ja, wie gesagt, was meint ihr so? Quantum Break oder geht man direkt weiter mit Alan Wake 2? Ich würde sagen, erst Alan Wake 2, das Spiel ist cooler. Ist cooler. True. Fair enough. Ah, hier haben wir es. Neue Realität, Fragment 3. Das, was uns hier gefehlt hat. I'd found her film from the pile of containers in the back. I'd threaded it into the projector. I swallowed hard, staring at the screen, hearing her voice. The sunrise I remembered so well only moments away. And then Mr. was there, nailed by the projector's beam, caught in his own trap. He shouted at me, first in confusion, then rage. And then the sun came up and things started to burn. Nice. Nice. Ich bin nicht qualifiziert, eine Antwort zu geben. Wieso das denn nicht? Gibt es eigentlich noch eine Szene, die wir... Mal Lösung. No, we got everything. We got everything.
Ich weiß nicht, was das andere Spiel ist. Quantum Break ist ein Third-Person-Shooter, der sich mit Zeit und Time Travel und Kausalität beschäftigt. Control ist ein Third-Person-Shooter, der ins Übernatürliche geht, im Sinne von SCP, Containment, wo du in so ein komisches, das älteste Haus kommst und das ist innen riesengroß, also sehr viel größer, als es von außen ist. Also es fühlt auch in eine andere Dimension und shit. Und Alan Wake 2 weiß ich auch nicht, was das ist. Aber das ist halt ja Fortsetzung von Alan Wake. Naja, wie auch immer, ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, haut rein. Ihr seid die Besten. Und nicht vergessen, immer schön das Licht anknipsen. Also dann, bye bye.